Schiffsform an. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 10. Wir fangen heute mal mit Fensterrahmen an. Erkläre ich euch gleich, was wir da eigentlich gebaut haben, und die wollen wir heute hier erstmal biegen. Ja, diese Rahmen haben wir konstruiert und gezeichnet und sie sind dafür da, um später eben unsere Fensterscheiben darin aufzunehmen. Das wird eine Mehrfachverglasung, die dann eben dort eingeklebt wird, und die sollen eben dann auch bündig mit der Außenhaut eingesetzt werden. Um die Teile zu biegen, muss natürlich die Presse jeweils auf die entsprechende Breite eingestellt werden, sprich die Matrizen eingesetzt werden und alles, was eben nicht gebraucht wird, entsprechend rausgenommen werden, damit eben immer die richtige Breite dann auch da zur Verfügung steht. Das ist natürlich immer ein bisschen Aufwand, deswegen erstmal alle identischen Teile pressen und dann umbauen und dann entsprechend weitermachen. Das sind dann hier erstmal 8 Rahmen, 4 pro Seite für die Salon-Seitenwände. Und damit kommen wir dann aber auch schon zum Boot. Wir hatten ja in der letzten Folge hier angefangen, noch die seitlichen Stringer einzusetzen, und das haben wir natürlich entsprechend hier fortgesetzt. Erstmal im unteren Bereich bis zum Schott und dann natürlich auch gleich noch weiter oben. Ja, diese Aussteifungen sind natürlich jetzt notwendig. Das haben wir im Herbst ja nicht mehr geschafft. Dieser ganze Vorschiffbereich ist ja im Grunde sehr provisorisch erstmal nur stabilisiert worden. Wir hatten da ja einiges an Blechen eingeschweißt, damit das eben nicht im Wind hin und her geht, weil einfach die Zeit ja dann nicht mehr gereicht hat, um es eben vernünftig zu machen. Und so ist es natürlich jetzt erstmal nötig, diese Arbeiten hier abzuschließen und fertig zu machen, damit wir überhaupt dann in die nächsten Bauabschnitte gehen können. Das werden wir auch heute im Video noch sehen, was dann kommt. Letzten Endes ist das Einsetzen dieser Aussteifung ja mittlerweile, ja, ich hätte schon fast gesagt, geübte Praxis und auch nichts Kompliziertes mehr. Natürlich wie immer gucken, dass die Teile an der richtigen Position sitzen, aber sonst ist das hier schnell von der Hand. Im nächsten Bauabschnitt haben wir uns jetzt erstmal um das Vorschiffdach gekümmert. Ja, wie eben schon gesagt, waren da ja nur provisorische Aussteifungen drin, und das mussten wir jetzt eben entsprechend mal vernünftig machen. Hierfür erstmal die alten Aussteifungen raus, dann haben wir quer nochmal einen Hilfsträger, ja nicht angeschweißt, sondern einfach nur mit Zangen reingeheftet, damit die Bleche eben dann gerade sind, und dann können wir jetzt hier die Flachstahle einsetzen und entsprechend dann befestigen. Wir haben die jetzt hier auch erstmal bewusst eine ganze Ecke überstehen lassen, weil da ja dann irgendwo dieser Übergangsbereich Richtung Salon hinkommt. Da wir hier aber noch im freien Raum keinerlei genauen Maße haben, können wir die Flachstähle jetzt an der Stelle noch nicht exakt auf ihre Länge bringen, sondern das machen wir dann eben im späteren Verlauf, wenn wir dann an den Stellen angekommen sind. Und nachdem dann die ersten beiden Spanten vorne ausgerichtet und befestigt sind, können wir die Träger umhängen und das gleiche natürlich auch bei den hinteren beiden machen, gucken, dass sie eben gerade sind und im richtigen Abstand zueinander, und dann können wir auch das entsprechend festschweißen. Links und rechts ist jeweils noch eine Aussparung gespannt, da machen wir aber erst später noch einen Flachstahl rein, die sind etwas kürzer wie die anderen. Und damit kommen wir dann schon zum nächsten Bauabschnitt. Hier sind wir jetzt im Unterschiffbereich, und ihr seht vielleicht hier vorne links an dem einen Schottteil, dass da ja, ein Stückchen raussteht. Hier muss halt jetzt quasi mehr oder weniger waagerecht drunter ein Blech eingesetzt werden, wo eben das Boot breiter wird. Das haben wir hier im ersten Schritt vorbereitet, die Kanten nochmal vom Rost befreit und uns schon mal die Schraubzwingen überall hingehangen, sodass wir jetzt im nächsten Schritt erstmal von hinten bis hier vorne am Schott alle Teile einhängen können und somit dann in Summe über die Bootslänge ausrichten können, um sie dann anschließend zu befestigen. Die Teileposition ergibt sich hier ziemlich automatisch, da sowohl an diesem Schott als auch an dem hinteren Schott eine klare Kante ist, gegen welches dieses Blech stoßen muss, und dazwischen wird es eben über die Länge ausgemittelt, sodass es eine schöne Linie gibt. Das ist ja dann auch ja, mehr oder weniger irgendwo Sichtkante bzw. Außenkante, sollte also dann auch schön laufen. Und somit ist das natürlich hier auch relativ zügig gemacht und kann entsprechend wieder geschweißt werden. Auch das wie immer nur ein paar Pünktchen hier und da, sodass es einfach erstmal hält.
Hier an dieser Verbindungsstelle war dann nochmal eine kleine Korrektur nötig, damit das eben, wie gesagt, eine schöne Linie einnimmt und bevor es dann eben abschließend angeheftet werden kann. Und nachdem das abgeschlossen ist, wechseln wir jetzt auf die andere Seite vom Boot, mal auf die Steuerbordseite. Hier hatten wir zuerst im Heckbereich auch noch ein paar Aussteifungen einzusetzen. Das haben wir letztes Jahr einfach noch nicht gemacht gehabt. War zu dem Zeitpunkt nicht zwingend erforderlich, aber wurde jetzt dann eben auch mal nötig, das nachzuholen. Und dann natürlich genau auf dieser Seite das, was wir eben auf der Backbordseite gemacht haben, ebenso das Blech unten drunter hängen, mit den Schraubzwingen ausrichten und dann eben entsprechend festheften. Auch hier muss das natürlich über die gesamte Länge bis nach vorne gemacht werden. Dementsprechend hier auch im vorderen Teil die Zwingen wieder hinhängen, die Bleche einhängen, ausrichten. Genau das gleiche wiederholen, das ist ja immer so, alles was wir auf der einen Seite machen, muss auch auf der anderen Seite exakt identisch passieren. Das gleiche dann auch nochmal eine Etage höher. Da ist der Bereich der Scheuerleiste und auch dort muss entsprechend das Blech drunter gesetzt werden. Dazwischen kommt dann eben das erste Verkleidungsblech und oben drüber dann das nächste Verkleidungsblech und dazwischen eben jeweils einmal hier so ein waagerechtes Streifchen, was eben vom Heck bis an den Bug geht. Und nachdem eben auch dieses Blech dann noch bis vorne befestigt ist und eingebaut ist, sind wir im Grunde mit dem gesamten Rohbaugerippe, nenne ich es jetzt mal, fertig. Alle Aussteifungen, alles eingebaut, bis auf das, was vorne vor dem vordersten Bugshot noch fehlt. Da kommen wir aber gleich noch zu. Aber der restliche Rohbau steht an der Stelle. Und da eben alle Aussteifungen drin sind, konnten wir jetzt hier auch beginnen, unsere Hilfsstahlträger, die wir damals beim Einsetzen der Spanten eingebaut haben, wieder rauszunehmen. Das haben wir jetzt hier an der Stelle auch gemacht, wobei wir den hier an der Kamera zuvorderst befindlichen erstmal noch drinnen gelassen haben. Den wollen wir erst wegmachen, wenn wir die Bleche auf dem Umgang drauf haben. Das ist uns da an der Stelle einfach noch so ein bisschen heikel, den rauszunehmen, beziehungsweise er hilft uns hier halt auch beim Rauf- und Runterklettern so ein bisschen als Festhaltepunkt, als Hilfspunkt. Aber alle anderen Träger können im Grunde raus, sodass wir jetzt dann eben auch hier im Vorschiff entsprechend vernünftig laufen können und nicht immer aufpassen müssen, dass wir hier nicht gegen die Träger dotzen. Und damit kommen wir dann wiederum zum nächsten Bauabschnitt, der erstmal wieder mit Blechvorbereitung begann. Hierbei handelt es sich jetzt um die ersten Seitenbleche, die wir jetzt dann einsetzen wollen. Das sind insgesamt 14 Stück, 7 pro Seite und wir haben die eben erstmal an den Kanten vorbehandelt und uns direkt in der richtigen Reihenfolge auf den Anhänger gelegt, sowohl für die Backbord- als auch für die Steuerbordseite, sodass wir dann eben mit dem Einsetzen der Bleche beginnen können. Die mittleren Bleche haben wir dann erstmal hier an der Stelle verbunden zu einem großen Teil, fast 6 Meter lang an der Stelle. Ihr seht, da kommt unser Schweißtisch natürlich wieder prima zum Einsatz. Zur Unterstützung ist dort dann auch wieder nochmal ein Hilfsträger oben reingekommen, damit das Blech einigermaßen stabil bleibt und natürlich nicht über die Schweißkante bricht. Um die einsetzen zu können, haben wir uns hier noch Haken auf dem Plasmaschneider hergestellt, denn die Bleche müssen gleich unter dieses Querblech, was wir eben eingesetzt haben, drunter. Das heißt, wir können hier weder mit dem Magneten noch mit den kleinen Ösen arbeiten oder mit der Blechkralle. Das wäre alles zu nah am Boot gewesen und wir hätten das Blech nicht weit genug reinbekommen. Deswegen hier die Haken. Und jetzt fliegen wir mal so ein bisschen mit dem Kran mit und legen uns das Blech erstmal so weit wie es geht auf den Hof. Zu großen Teilen zu hantieren ist natürlich dann logistisch so ein bisschen ein Spiel. Aber natürlich bei der Länge kann man mit dem Stapler dann auch nicht mehr so viel ausrichten. Also Kran entsprechend umparken. Wir fahren hier mal Richtung Einbau, wobei wir das große Teil dazwischen auch nochmal umlagern müssen. Das reicht natürlich nicht, aber da wir erstmal ganz hinten anfangen mit einem Einzelblech, was dann in Anführungszeichen nur knapp 3 Meter lang ist, erstmal mit dem Kran bis nach hinten und das Teil einsetzen. Man kann es leider hier in der Einstellung jetzt nicht ganz genau erkennen, wie dieses Teil eben unter dem Blech drunter rutscht und wie es dann eben auch schräg nach innen gehend natürlich unten zuläuft. Das heißt, wir müssen es eben rumdrücken bzw. mit dem Kennenzug reindrücken. Das sehen wir aber nachher an anderen Einstellungen nochmal.
So, und dann kommen wir wiederum zu dem 6 Meter Teil. Wie gesagt, das mussten wir dann auch noch mal ein Stückchen umlagern, sonst wären wir gar nicht bis hinten hingekommen. Und dann können wir dieses riesige Teil hier einfliegen. Das ist natürlich auch gerade wieder so ein Effekt, den wir haben. Letzten Endes sind das hier riesige Teile und dementsprechend passiert da optisch gerade sehr, sehr viel. Wenn man eben ja, so ein Teil einsetzt, sieht das Gesamte dann direkt wieder vollkommen anders aus. So, hier sieht man es jetzt ein bisschen besser. Ihr habt da im oberen Drittel die Kante, wo wir drunter müssen. Und ja, genau deswegen brauchten wir eben den Abstand mit den Haltern. Das eigentliche Einsetzen ist dabei wiederum eigentlich jetzt kein riesiges Thema. Wie gehabt, dran drücken. Hier sind wir ja auch noch relativ gerade, das heißt, es ist noch nicht so viel Biegung im Blech. Das ging dann doch recht simpel und mit den üblichen Methoden. Und damit kommen wir dann natürlich wieder auf die andere Seite. Wie eben schon gesagt, alles, was wir auf der einen machen, müssen wir auch auf der anderen machen. Hier habe ich euch jetzt mal noch die zweite GoPro drüber gelegt. Ich muss mal gucken, wie ich das von den Timecodes noch ein bisschen schöner synchronisiert kriege, damit ich euch solche Innen- und Außenansichten mehr zeigen kann. Denn klar, es passieren immer Sachen auf der Außenseite, so wie jetzt hier beim nächsten Teil. Aber es passiert natürlich immer auf beiden Seiten irgendwas und wenn wir dann die Kamera nur auf der einen Seite stehen haben, ist das ein bisschen blöd. Ich finde das eigentlich ganz cool, wenn wir das schön synchronisieren und dann zeigen können, was innen und außen passiert. Das werden wir ja noch öfter haben, auch später beim Innenausbau, dass eben, wie jetzt auch hier auf der einen Seite vom Shot und auf der anderen Seite was passiert. Insofern mal gucken, dass man da mit den GoPros ein bisschen schön spielt für euch. Dem aufmerksamen Zuschauer wird aufgefallen sein, dass wir jetzt kein 6 Meter langes Stück haben. Das haben wir tatsächlich auf der anderen Seite gelassen, die vorher zu verbinden, weil die eigentlich so schön hier unter dem oberen drunter liegen, dass es jetzt keinen Bedarf gab, das im Vorfeld zu verbinden, sondern wir das hier oben direkt vor Ort machen können. Ihr habt das eben gesehen, ich habe da mit der Schulter ein bisschen gedrückt, um das gerade zu bekommen, aber das ist im Grunde nicht wild. Dann haben wir erstmal unseren Umgang umgebaut, denn an der Seite vom Boot störte das jetzt, beziehungsweise wir brauchen einfach den Kran deutlich näher am Boot, um auf der Steuerbordseite Teile einhängen zu können. Und deswegen haben wir uns jetzt dazu entschlossen, den Aufgang hier ans Heck zu bauen. Da stört es im Moment nicht, da können wir prima rauf und runter und kommen aber eben mit dem Kran auch überall dran. Und jetzt sehen wir hier mal noch im vorderen Bereich den Einbau. Und im Gegensatz zu den Teilen hinterm Shot ist das hier vorne dann schon wieder ein bisschen schwieriger, weil wir hier natürlich Richtung Bug langsam eine deutlich kräftigere Kurve reinbekommen, aber auch das Blech in sich verwunden werden muss und somit muss man hier erstmal gucken, wo wir jetzt genau hier die Punkte ansetzen. Wir haben aktuell hier gerade noch die Magneten drin, haben dann aber schnell gemerkt, okay, das reicht so nicht mit den Magneten, wir brauchen doch Ösen. Also, wie wir das schon oft gemacht haben, ein paar Ösen an die relevanten Punkte geschweißt und schon können wir das Blech punktgenau an die Stelle ziehen und biegen, wie wir das brauchen. Und ihr habt den Unterschied gesehen, einmal an der richtigen Stelle eingehangen, wie schnell dann das Blech tatsächlich in seiner Position ist und diese Form annimmt. Das ist auch für uns immer wieder beeindruckend, wie gut das funktioniert. Und somit halt dann über die Ösen nur noch jeweils an den Punkten kurz ziehen und schon sitzt das Blech. Und was auf der einen Seite funktioniert hat, funktioniert natürlich dann auch auf der anderen Seite und somit sind wir hier auf der Backbordseite natürlich viel, viel schneller, als wir das auf der Steuerbordseite waren. Aber das war ja schon immer so, immer auf der einen Seite ausprobieren, wie es am besten funktioniert und dann auf der anderen Seite nachmachen. Und somit sind wir dann auch für diese Woche schon fast am Ende des Videos. Die Bugteile werden wir in der nächsten Folge machen, aber wir haben jetzt schon mal hier die ersten Außenbleche, Verkleidungsbleche an Madame angebracht. Somit vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn euch gefallen hat, was ihr gesehen habt, dann abonniert gerne unseren Kanal. Lasst auch gerne auf den Videos ein Like da, teilt sie mit Freunden. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das gerne mit einem Thanks tun oder mit einer kleinen Kanalmitgliedschaft. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen.